and free your mind. Inspired by the me and the you. Truth, information, Tom who knows. Well, welcome everyone. And today we're going to talk about our old friend, the cannabis hemp plant. Heute sprechen wir über unseren alten Freund, die Cannabis-Hanfpflanze. Now, at present, the world we're living in is becoming more and more toxic every day. Die Welt, in der wir heute leben, wird immer toxischer, immer vergifteter. And this is being caused by events like Fukushima, the Gulf oil spill, and many of these toxic industries that exist worldwide. Und das Ganze haben wir zum Beispiel Fukushima und Ölkatastrophen weltweit durch die Großindustrie zu verdanken. Now this is causing a great deal of damage to our planet, and it's also causing a great deal of damage to us. Also das schadet natürlich nicht nur dem Planeten, sondern insbesondere fügt es uns großen Schaden zu. We as humans are not designed to live in a toxic environment. Wir sind als Menschen wirklich nicht dazu geschaffen, in einer vergifteten Umwelt zu leben. And these industries are causing more and more suffering and death every day. Und diese Industrien, die verursachen immer mehr Leiden und Todesfälle jeden Tag. And as if that isn't all bad enough, Und wenn er nicht noch schon schlimm genug wäre, we have to deal with such things as chemtrails and genetic modification. Außerdem müssen wir uns noch mit Chemtrails und genetischer Manipulation herumschlagen. It looks to me like they're doing everything possible to try to destroy our health. Es sieht ganz danach aus, als würden wir alles nur Mögliche tun, damit wir unsere Gesundheit zerstören können. And not to mention all the damage it's causing to other species. As you can see in this picture, well, it's not too clear, but you know, the damage from the Gulf oil spill and events like that, it does a great deal of damage to nature. Also der Schaden wird ja nicht nur unserer, sondern auch anderen Spezies zugefügt. Und wie man in dem Bild hier sehen kann, sind diese Ölkatastrophen extrem schädlich für die ganze Erde. And that event, like Fukushima up there in the corner, I mean, that event should have never happened. Also in der oberen linken Seite sehen wir eine Abbildung zu Fukushima und das ist ein Zwischenfall, der niemals hätte passieren dürfen. Do we really need to harness the power of the atom to boil water? Brauchen wir tatsächlich Atomkraft, um Wasser zu kochen? Because that's all we're really doing. Das ist nämlich tatsächlich das, was passiert bei dieser Sorte Energienutzung. And the other thing is, when you look at like disasters like Fukushima, Und wenn man sich jetzt diese Katastrophe in Fukushima anschaut, why would anyone in their right mind put nuclear power plants next to the ocean in an area that is known to have earthquakes and tidal waves? Wie kann man nur so wahnsinnig sein und eine Atomkraftanlage nahe an der See, also am Ufer des Meeres setzen, die obendrein wirklich erdbebengefährdete Zone bildet? Das ist der schlichte Wahnsinn. If we use the cannabis plant properly, it can provide all our energy needs. Wenn man die Cannabispflanze vernünftig nutzen würde, würde die auch schon all unsere Energiebedürfnisse befriedigen. Now today with these new enzyme processes they have, Dann gibt es diese neuen enzymatischen Modifikationsprozesse. one little acre of hemp, just one small acre, that's less than a half a hectare. Nur ein Morgenland, das ist weniger als 1 Hektar mit Cannabis, Can produce about 1,800 gallons of ethanol. kann 1800 Gallonen, wie viel mal 4 muss man rechnen, Ethanol herstellen. That's enough fuel to run your car, heat your home, and you'd still have a few hundred gallons left that you could sell. Dann kann man also seinen Haushalt damit energetisch versorgen und man hat immer noch eine Menge über, um es zu verkaufen. We could all be energy independent. Wir können alle völlig energieautark sein. And the nutritional value of these wonderful seeds, the hemp seed,
that can put an end to starvation worldwide. Außerdem ist noch der extreme Nährwert zu betrachten von Hanfsamen, der könnte die gesamte Hungersnot weltweit beenden. The uses of this plant now are basically limitless. Also die Nutzungsformen von Hanf sind im Wesentlichen völlig grenzenlos. Practically everything we use in our day-to-day lives can be produced from durable, long-lasting hemp in an earth-friendly, non-toxic manner. Im Prinzip ist alles das, was wir brauchen, von der nachhaltigen Nutzung von Hanf herstellbar, und zwar, wenn man es in einer vernünftigen Art und Weise herstellt. This wonderful plant can detoxify our earth, and it can give the human race a decent future. Diese Pflanze kann sogar den Boden entgiften und unserer Erde eine vernünftige Zukunft verschaffen. Now, anyone here who's familiar with the history of this plant knows that basically cannabis has always been recognized to be man's oldest known and safest medication. Jeder, der sich mal ein bisschen mit Hanf beschäftigt hat, von uns, die hier sitzen, hat wahrscheinlich sogar eine Vorstellung davon, dass Hanf in Wirklichkeit die älteste und zuverlässigste und hilfreichste Pflanze, die der Menschheit bekannt ist, darstellt und immer schon genutzt wurde. And for the most part, I concentrate on the medical end of this. Und Rick konzentriert sich vor allem auf die medizinische Nutzung, die Heilnutzung von Hanf. But if we use this plant properly, it will not only heal us, but it can solve practically all the problems we face today. Wenn wir diese Pflanze vernünftig nutzen, kann die praktisch alle Probleme lösen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. So as far as I'm concerned, man's future revolves around the use of this plant. Soweit es ihn betrifft, sagt er, dass die Zukunft der Menschheit sich tatsächlich um diese Pflanze dreht. Now I'll try to explain a bit more so people will gain some more knowledge about this plant. Er möchte jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, damit wir hier alle noch ein bisschen mehr Wissen über diese Pflanze bekommen. All right, there's three main varieties. There's sativas, indicas, and ruderalis. Also es gibt 3 verschiedene Stämme, das sind die Sativa, die Indica und die Ruderalis Pflanzenstämme. But the ruderalis is more of an industrial, like Russian ditchweed. Also die Ruderalis ist mehr eine industriell genutzte Pflanze und wird ein bisschen als Unkraut verstanden. And these 2 strains here, the indicas and sativas, that's what I recommend for medicinal use. Also für den medizinischen Nutzen empfiehlt Rick insbesondere die Indica und die Sativa-Stämme. Now, years ago, it was easy to tell an indica from a sativa. Früher konnte man ausgezeichnet Indica von Sativa unterscheiden. You know, you can see like the width of the leaves. The indicas the fan leaves are much shorter and much wider. That's a sign of a pure indica. Also hier haben wir im Prinzip einen Schattenriss von einer wirklich typischen Indica-Pflanze, die etwas weiter ausgestellte Blätter hat und insgesamt einen kräftigeren Körper. And when you get fan leaves that are long and thin like this, that's a sign that it's a sativa. Also die Sativa zeichnet das langgestreckte und filigranere Blatt aus. Now, both of these strains, or these types of cannabis, do have medicinal uses. Beide dieser Stämme haben tatsächlich medizinische Nutzungsformen. But for the most part, I concentrate on the indica strains. Aber Rick konzentriert sich deutlich auf die Indica-Sorte. See, the indica strains, when you produce an extract, it promotes sleep and rest. Also das Extrakt einer Indica-Pflanze fördert extrem Ruhe und Fähigkeit zu schlafen. And sleep and rest are a very important part of the healing process. Ruhe und Schlaf sind ein zentraler Aspekt des körpereigenen Heilungsprozesses. Now, sativas will also produce a healing extract. Okay, go ahead. Auch Sativa haben Heilcharakteristik.
But sativas can be very, very energizing. Aber Sativas machen sehr energetisch aktiv, im Sinne auch von unruhig. So therefore, it really has the wrong effect for healing any. If you have someone with, say, terminal cancer, you do not want them energized. Also das ist absolut kontraproduktiv für jemanden, der sich mit, sagen wir mal, Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium zu behandeln hat. Für den ist das ausgesprochen nachteilig, diesen Effekt auszuhalten. Now, a sativa extract would work fine to treat skin conditions or other external conditions like skin cancer, third-degree burns, any problems like that you can treat externally. Alles, was man äußerlich anbringen kann, kann man durchaus mit Sativa-Pflanzen behandeln. Also insbesondere Hautprobleme und alles, was eben nicht notwendig durch den Verdauungstrakt gehen muss. But for internal use, the name of the game is the extracts produced from the indica varieties. Aber die Indica-Sorten, die sind diejenigen, die man wählen soll bei allem, was man behandelt durch eingenommene Medikamente, die oral oder wie auch immer eingenommen. Es gibt ja auch anale Einnahmeformen. After a person, like when I used to produce these extracts, after a person took a dose, about 45 minutes later, they would get a smile on their face. Wenn er also eine Dosis seinen Patienten verabreicht hat, da kann er immer beobachten, dass nach ungefähr 45 Minuten die ein ganz freundliches Smiling im Gesicht haben. And then about 5 minutes later, they would just lay down and go to sleep. Und definitiv 5 Minuten später liegen die dann im Bett. I mean, it's hard to understand the different qualities these extracts can produce. You know, such as you'll have the best night's sleep you ever had if you're taking these extracts. Es ist also schwer, einfach mal zu begreifen, dass dieser extrem gute Schlaf wirklich der extrem beabsichtigte Faktor bei der Einnahme des Medikaments ist. These extracts actually they actually rejuvenate vital organs. Rejuvenate by? Vital organs. Vital organs. Also die innere Verjüngung geht tatsächlich von der Belebung der zentralen Organe aus, die von dieser Pflanze promotet werden. And they work, you know, the cannabinoids in these extracts work with our endocannabinoid system to bring balance to our bodies. Also es gibt ein endokrines, ein inneres cannabinoides System und diese Cannabis-Einnahme, die kooperiert oder dockt an dieses innere cannabinoide System, was jedem Körper zu eigen ist. These extracts will also detoxify your body, and if you're overweight, they'll cause you to lose weight. Also die Extrakte, die führen dazu, dass man tatsächlich auch Gewicht verliert. Also sie energetisieren. What was it? You lose weight and? You detoxify. Und man entgiftet durch die Einnahme dieses Cannabisöls, Extrakts. Ne? I mean, our bodies are full of heavy metals and toxins that we're exposed to in everyday life. Also wir sind so stark alltäglichen Toxinen und Vergiftungen ausgesetzt, dass unser Körper eine ganze Menge Gifte gebunden hat und unser Körper ist tendenziell vergiftet. And although you might feel well at the present time, sooner or later those toxins are going to cause medical difficulties. Obwohl man das in der Regel gar nicht wahrnimmt, man hält sich für völlig gesund, werden aber diese Ablagerungen eines Tages ernsthafte Probleme verursachen. So I always suggest that people take a full 60-gram treatment, just as if they were suffering from terminal cancer. Also er empfiehlt absolut jeden, eine 60 Gramm Behandlung durchzuführen, eigentlich als hätte jeder irgendwie tödlichen Krebs, ganz einfach als Prävention. Now, usually, the average patient can take the full 60-gram treatment in 90 days. Ein durchschnittlicher Mensch kann eigentlich diese 60 Gramm Dosis innerhalb von 90 Tagen einnehmen. And then afterwards, I suggest that people drop their dosage back to a maintenance dose.
Dann schlägt er vor, nach dieser Behandlung die Dosierung zu so einer normalen Vorsorgedosis zu reduzieren, so eine Pflegedosis, die dann deutlich geringer ist. Ne? Now, a maintenance dose would only be 1 to 2 drops at night before bedtime. 1 bis 2 Tropfen wären eine solche Pflegedosis, die man vor dem Schlafengehen dann einnehmen kann. And this would mean that you would then be ingesting 1 to 2 grams of this extract every month. Dann würde man jeden Monat eben die entsprechende Menge dieser Extrakte zu sich genommen haben. Now, this can prevent diseases and protect you, and it can do the same for your children. Also es ist nicht nur so, dass man sich selber damit schützt und vorbeugt, sondern man kann das auch für die eigenen Kinder einsetzen, also zum Schutz und Vorbeugung bei Kindern. Now, I'm not talking about getting the kiddies high. Also er redet jetzt nicht davon, die Kinder high zu machen. Because what happens when you start ingesting these extracts, most people very quickly build a tolerance. Also der Punkt ist, wenn man diese Extrakte sinnvoll aufbaut, wird jeder normale Körper eine Toleranz gegenüber dieser Einnahme aufbauen. Usually for the first 3 weeks, all the patient wants to do is sleep. In den ersten paar Wochen will jeder, der sich damit behandelt, eigentlich nur schlafen. And I also advise new patients, in the beginning, do not drive your car. Außerdem empfiehlt er auch den Leuten zu Anfang definitiv auf das Autofahren zu verzichten. But after using these extracts for 2 to 3 weeks, at that point, most people can safely drive their cars again. Aber nach 2 bis 3 Wochen, wenn man eben diese Toleranz aufgebaut hat, kann eigentlich jeder völlig sicher und ohne Sorgen Auto fahren. You see, these extracts, they're not like pharmaceuticals or alcohol, which these two substances do impair your motor skills. Cannabis extracts do not impair your motor skills, so you are safe to drive. Also anders als Pharmazeutika und Alkohol schränkt diese Cannabis-Wirkung überhaupt nicht die motorischen Fähigkeiten ein. Insofern ist man im Prinzip wirklich sicher, indem man ein Auto fährt. Im Grunde muss man da keine Sorgen vor haben, weil die motorischen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt werden. And this is where all the magic happens, right here on the bud of the cannabis hemp plant. Und hier findet tatsächlich die ganze Magie statt. Das ist die Blüte einer Hanfpflanze. As you can see, good bud is covered, it looks like it's covered in frost. Eine gute Blüte sieht aus, als wäre sie mit Frost überzogen. But these are actually the resins that this plant produces. Aber das sind tatsächlich die Harze, die diese Pflanze herstellt. Now, I've always called these extracts hemp oil because they are produced, in truth, they're really the essential oil of the hemp plant. Also er hat das immer Hanföl genannt, weil es eben die essentiellen Öle der Hanfpflanze sind. Diese Harze. Sorry. And you know, it's really, like I said, if you have medical varieties, good strong medical bud to work with, you can make the greatest medicine on this planet. Wenn man die richtigen Stämme zur Verfügung hat, die wirklich stark und eine gute Harzbasis also liefern, hat man die stärkste Medizin auf der Erde. Now, essentially, all you're doing, you're taking a solvent and you're washing these resins off the bud material of the plant to produce the medicine. Im Wesentlichen nimmt man einfach nur ein Lösungsmittel und wäscht damit den Harz von dieser Oberfläche der Blüte aus. And if it's produced properly, this is the type of substance you can expect to see at the end of the process. Und wenn man das ordnungsgemäß durchführt, ist das, was wir hier sehen, ungefähr das Ergebnis dieses Vorgangs. Just a beautiful amber, well, it's really, I call it oil, but it's really very thick. It's almost like a thick grease. Also dieses Öl hat dann im Idealfall Bernsteinfarbe und ist ein sehr dickflüssiges, fast
schmierfettartiges Öl, also das in der Konsistenz eher Schmierfett ähnelt. Now, as I said, anybody can do this. It's really no harder than making a cup of coffee. Im Wesentlichen ist es eigentlich nicht schwieriger, als eine Tasse Kaffee zu kochen. Also dieser Herstellvorgang ist total easy. And when you start taking these extracts, I always suggest that people take doses 3 times a day. Also wenn man diesen Extrakt herstellt, empfiehlt er immer, dass die Menschen Dosen verabreichen, die sie 3-mal am Tag einnehmen. Now, what you're doing is you're starting off with little tiny doses that would equal about the same as a quarter of a drop. Der entscheidende Punkt ist, dass man mit einer ganz geringen Dosis anfängt, die im Prinzip einem halben Reiskorn entspricht oder einem halben Tropfen. And you ingest this early in the morning, mid-afternoon, and about an hour before you go to bed at night. Man nimmt früh am Morgen nimmt man eine Dosis ein, eine am Mittag und abends ungefähr eine Stunde, bevor man zu Bett geht. There's also other methods. I mean, you can take this extract by mouth, or it can even be used in suppository form. Man kann die oral einnehmen, diese Dosen, oder auch als Zäpfchen. And it can also be vaporized, which helps a great deal with lung conditions. Man kann es auch verdampfen, insbesondere dann, wenn man Lungenproblematik behandeln will. And it can be used externally to treat skin conditions or anything of that nature. Oder eben äußerlich anwenden, wenn man irgendwelche Hautprobleme oder Probleme dieser Natur behandeln möchte. Now, many people like to mix these extracts with things like olive oil and coconut oil. Viele Leute mischen die Extrakte gerne mit Oliven oder mit Kokosnussöl. Also Olivenöl oder Kokosnussöl. Now, this may work fine for external conditions. Also für äußere Problembehandlung kann das durchaus funktionell und wirksam sein. But if you're treating someone with cancer, the best thing to do is to make sure they have an extract that is very high in THC, and I would suggest that patients take this in its purest form. Also wenn man aber sowas Ernsthaftes wie Krebs zu bekämpfen hat, muss man ganz deutlich darauf fokussieren und Acht geben, dass der THC-Anteil sehr hoch ist und die Einnahme in einer ganz raffinierten, feinen Form stattfindet. Also dass das Öl in der korrekten Art und Weise hergestellt ist. And please don't become mixed up about all of this, what you're hearing today about CBD. Man soll sich nicht verwirren lassen von dem, was in der Regel über die Bedeutung von CBD, also den Cannabinoiden, diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Now, there's over 100 different cannabinoids that this plant contains. Also diese Pflanze kann ungefähr 100 verschiedene Cannabinoide herstellen. And there's no question at all that CBD does have its medicinal uses. Und es ist auch sicher völlig außer Frage, dass CBD medizinische Wirksamkeit besitzt. But if you're treating someone with terminal cancer, it's best to use extracts that are very, very high in THC. Aber sein Rat ist ganz deutlich, dass wenn man jemanden mit tödlichen Krebs behandeln muss, auf jeden Fall auf eine intensive THC Beteiligung an der Substanz zu achten ist. THC ist zentral dann. When you look at the research that's been done by Manuel Guzman and, like Dr. Lemire Hanoush at Hebrew University in Jerusalem, you know, most of the time these people are working with THC. Also die Forschung, die von Herrn Guzman und die auch in Israel in Kliniken durchgeführt wurde, die hat immer THC im Kern der Betrachtung gehabt. And even the American Cancer Institute itself, right on their own web pages, openly admits that THC is very effective in the treatment of several different forms of cancer. Selbst die amerikanische Krebsvereinigung hat auf der Internetseite veröffentlicht, dass tatsächlich THC eine elementare Funktion im Kontext zur Krebsbehandlung besitzt. So, you know, please keep this in mind because I don't like to see people taking the wrong extracts. And
Although, like I said, CBD does have its values. As far as I'm concerned, if an extract doesn't have high THC levels, it's not the Rick Simpson oil. Er bittet hier alle unglaublich deutlich darauf Acht zu geben, dass THC im Zentrum der Aufmerksamkeit sein muss, wenn man sich verantwortlich mit Krebs auseinandersetzt. Und alles, was nicht in der Form sich um THC bemüht, kann keine Rick Simpson Oil sein. And it wasn't me, by the way, that gave it that name. It was Jack Herer. Jack Herer ist ein Mensch, der sehr viel sich auch schon also früher beschäftigt hat mit Krebs. Leider ist er verstorben und er ist derjenige, der diesem Öl den Namen Rick Simpson Oil gegeben hat. But all that term really means is the highest quality, most medicinal extracts possible. Entscheidend ist, das entscheidende Kriterium bei dem Öl ist, dass es die höchste Extraktionsdichte, also die essentiellste Darreichungsform für THC und Cannabinoide, was immer drin ist, aber THC steht im Zentrum dann. Now people have to understand that all cannabis is not created equal in healing values. Also nicht jedes Cannabinoid oder Cannabis ist nicht in jeder Art gleich zu betrachten für die Heilwirkung. Das variiert. There are thousands of different varieties of this plant, and they all vary a great deal in their healing values. Es gibt tausende von verschiedenen Hanfsorten und die variieren entsprechend in der Heilwirkung, im Wertigkeit für die Heilung. So, since I was a grower myself, I was growing many different varieties of the strong indica strains. Er ist selber lange Zeit Züchter gewesen und er hat sich sehr stark auf diese indikazentrierten Sorten konzentriert. So since the healing powers of these different extracts varied, what I used to do, I would take about 6 different extracts and mix them together. Um die höchste Heilkraft zu erforschen, hat er oftmals bis zu 6 Extraktsorten miteinander vermischt. And this gives you basically an extract that's good in the treatment of practically every human malady known to man. Und damit hat man im Prinzip einen Cocktail, der wirksam ist gegen jede Beschwerde der Menschheit, bekannte Beschwerde der Menschheit, ein Allheilmittel. They're very effective, in the treatment of chronic pain, multiple sclerosis, of course, cancer, AIDS. There's I don't know of any disease that this medication is not effective in the treatment of. Also chronische Krankheiten, MS, natürlich Krebs, noch eine Sache, weiß ich jetzt nicht mehr. Also im Prinzip alle zentralen Leitthemen der Menschheit hat er damit schon heilen können. Now, it's like I said, I hope that people understand that the medical system we have today is not working. Ich hoffe, dass wir uns ja alle einig sind, dass das gegenwärtige medizinische System absolut nicht funktioniert. I mean, when you look at chemotherapy and radiation, that's nothing more than madness. Also Chemotherapie und Strahlentherapie sind nichts anderes als Wahnsinn. We're going to give you enough poison to knock out your hair, kill your immune system, and this is supposed to be good for you? Also wir vergiften sie so lange, drastisch, dass die Haare ausfallen und das Immunsystem im Prinzip außer Kraft gesetzt wird und das soll dann heilsam sein? And what makes it even worse, it's a pretty well-known fact now that around 90% of oncologists, if they had cancer themselves, they will not take their own treatments. Der allerabsurdeste Sachverhalt besteht ja auch darin, dass die 90% der Onkologen, die ihre Behandlungen durchführen, selber an sich diese Behandlungen auf jeden Fall nicht durchführen würden.
So just in the field of oncology alone, it's perfectly obvious that there is something badly wrong here. Allein an dem Bereich der Onkologie kann man ganz deutlich feststellen, dass hier irgendetwas extrem faul ist. So what we're going to see in the near future, the cannabinoids these extracts contain are going to change the face of medicine as we know it forever. Also die Cannabinoide der Hanfpflanze werden auf jeden Fall eine Veränderung einleiten und die Veränderung wird nachhaltig sein und für immer Gültigkeit haben. And since the use of these extracts can actually stop people from using practically all of these pharmaceuticals, these extracts will probably put the pharmaceuticals industry out of business. Und da diese Extrakte im Prinzip alle vorhandenen pharmazeutischen Produkte ersetzen können, wird es natürlich dazu führen, dass natürlich dann auch die pharmazeutische Industrie mehr oder weniger außer Funktion gesetzt werden kann. The allopathic approach to healing is nothing more than nonsense. Also deren Zugang zur Vorstellung von Heilung ist praktisch völliger Unsinn. Now there's a man from Canada named James Corbett. Da gibt es einen Menschen in Kanada, der heißt James Corbin. He does a series called the Corbett Report. Er macht da eine Serie, die heißt der Corbin-Bericht. Now if you go on the internet and you go to episode 286 of the Corbett Report, it's called Rockefeller Medicine. Also wenn man die Folge 286 von diesem Corbin-Report mal anschaut, den kann man im Internet sehen, dann ist das der Rockefeller-Bericht, ne? Rockefeller Report. Rockefeller Medicine. Rockefeller Medicine. Right. And once you see that report, you'll understand why we have a medical system that is in such a mess today. Also wenn man das sich ansieht, wird man ganz genau verstehen, warum unser medizinisches System heute in so einer haltlosen Situation steckt. My father always said that the cure for everything is in nature. Also sein Vater hat immer gesagt, dass jede Form von Heilung in der Natur sitzt. And from everything I've seen, that is the absolute truth. Und nach allem, was er beobachtet hat in seinem Leben, ist das genau die absolute Wahrheit. There is no medicine I've ever seen. I mean, I worked in the hospital system myself. I've never seen a medicine that even began to compare with the healing powers of these extracts. Er hat selber im medizinischen System im Krankenhaus gearbeitet und er hat noch nie irgendetwas auch nur annäherungsweise vergleichbar Wirksames im medizinischen System beobachtet, als das bei der Heilwirkung dieser Pflanze entdecken konnte. But the trouble is today, it's like they've got people so brainwashed that they can't even believe their own eyes. Also die haben die Leute so manipuliert, dass sie einfach nicht mal mehr trauen, ihren eigenen Augen und ihrem eigenen Sachverstand zu folgen. Years ago, I treated a man who had 2 large tumors right here on his upper chest and a huge tumor on his neck. Er hat letztes Jahr einen Mann kennengelernt, der hatte 2 große Tumore auf der Brust und einen auf der linken Schulter. So about 6 weeks after I had provided him with the extracts, he called me up and he told me that both of the tumors on his chest were gone and the one on his neck had shrunk up to about 1/10 the size it had been. Also 6 Wochen nachdem er angefangen hat, dieses Medikament einzusetzen, waren 2 der großen Tumore verschwunden und der dritte auf ein Zehntel zurückgegangen. Well, I was very happy to hear this, but the next thing he said was that he was going to go in 2 weeks to have a CAT scan. Aber was dann völlig absurd war, da er dann sagte, er wollte in 2 Wochen einen normalen Arzt aufsuchen und sich röntgen lassen. So I said to him, why do you feel that you need to go to the medical system and take a massive dose of radiation to simply tell you what your eyes are already showing you? Und er war deswegen so aufgebracht, weil er sagt, mein Gott, warum gehst du bist jetzt fast geheilt, wieso gehst du jetzt in dieses medizinische System und lässt dich voll strahlen mit deren Methode
eben Bilder darüber zu erachten und dich eigentlich wieder erneut krank machen. You know, I mean, even the tests they use, the PET scans, the CAT scans, they all present a danger. Also diese Sorte Testverfahren sind alle eine Gefahrenzone für den menschlichen Körper. I mean, even one X-ray could give you cancer. Schon eine Röntgenaufnahme kann Krebs auslösen. So, I mean, the way that the medical system is approaching disease today is truly ridiculous. They don't seem to be helping anyone. Also die Art und Weise, wie das medizinische System operiert, ist im wesentlichen Kern absolut lächerlich und die helfen absolut überhaupt niemandem. They're just using patients like pincushions. Sie benutzen die Patienten wie Nadelkissen. Or lab rats. Oder Laborratten. Ne? I mean, if you and I were suffering from the same condition and we went to the same doctor and we took the same medications. Also wenn wir jetzt zusammen zu einem Doktor, zu einem Arzt gehen würden und dieselben Probleme hätten und dieselben Medikamente einnehmen würden, that doctor actually has no idea what effect that's going to have on you. Because no two of us are chemically the same. We respond differently to different medications. dann wäre das Ergebnis definitiv unterschiedlich, je nach Patient. Und die Ärzte können keine Vorstellung davon haben oder auch definitiv nicht über ein kontrolliertes Wissen darüber verfügen, wer jetzt mit welchem Effekt diese Therapie durchführt. And I honestly think that probably the leading cause of death on this planet right now, I believe, is pharmaceuticals. Also er ist ganz deutlich davon überzeugt, dass die größte Ursache für die Sterberate heute nur die Pharmazeutika selber sind. You know, I mean, these pills and whatever they provide us, these are toxins. And our bodies are mostly made up from water. And our bodies retain these toxins. And like I said, that can cause health problems in the future. Also diese ganzen Tabletten sind definitiv giftig und unser Körper besteht zu so einem extrem hohen Prozentsatz Wasser, dass diese Toxine eingelagert werden. The problem with medicine today is their doctors are not following their own sacred Hippocratic oath. Das größte Problem am medizinischen System besteht darin, dass die Ärzte einfach nicht ihrem hippokratischen Eid gerecht werden. Now, the Hippocratic Oath is the basis of medicine, whether doctors like to hear that or not. Ob die Ärzte es wissen wollen oder nicht, so beruht doch das ganze medizinische System im Wesentlichen auf dem hippokratischen Eid. In that oath, it states, first do no harm. And it also states that as a physician, I shall not administer poison. Die oberste Maxim besteht eigentlich darin, dass sie schwören müssen, dass sie keinen Schaden zufügen, A, und B, dass sie definitiv keine Gifte verabreichen dürfen. So what do these doctors of today think they're doing? Was denken die eigentlich, was die heute tun, diese Ärzte? I mean, I'm not blaming the doctors or the politicians or anyone else. We have all been brainwashed about this subject. We have been lied to and we have been deceived. Also er hebt quasi nicht den Finger der Anschuldigung jetzt gegen die Ärzteschaft, aber das Problem ist, dass nicht nur die Ärzte, sondern wir alle gebrainwashed und betrogen worden sind. You know, and when they outlawed this plant, I think they committed the most horrible crime in human history. Als diese Pflanze kriminalisiert wurde, ist er der Meinung, dass eigentlich das allergrößte Verbrechen gegen die Menschheit in der gesamten Menschheitsgeschichte verübt wurde. Since these laws and regulations have been put in place, hundreds of millions, if not billions, have suffered and died for no other reason other than greed. Also seit diese Gesetze in Kraft getreten sind aber Hunderttausende gestorben, eigentlich nur verursacht durch Gier. And as I said, you know, I've studied cannabis for well over a decade now, and many of my close friends have done the same. Also er hat über 10 Jahre jetzt die Cannabispflanze studiert und viele seiner strains, ne? Many strains did you study? Or friends, but I didn't.
I've studied many studies about this subject, Yes. and I've never found any problem at Yes, all with ja, this plant. the strains. Also die Sorten hat er intensiv studiert und hat noch nie auch nur ein Problem damit erlebt, also mit der Anwendung. Now, I mean, everything we were told was nothing more than a pack of lies. Alles, was uns bisweilen erzählt wurde, ist nichts als ein Stapel Lügen. You know, they tell us cannabis is a gateway drug. Also die behaupten, es wäre Cannabis sei eine Einstiegsdroge, das ist die älteste Behauptung überhaupt. Ne? Smoke a joint this week, and next week you'll be shooting heroin into your arm. Rauchen Joint und dann nächste Woche wirst du schon heroinsüchtig. Well, I have to agree with the government on that one. It is a gateway drug. Er würde sagen, er stimmt der Regierung zu, es ist tatsächlich eine Einstiegsdroge. But it's not the gateway drug we were told. It's a gateway back. Aber es ist nicht die Einstiegsdroge, wie uns dargestellt wird, sondern es ist die Ausstiegsdroge. I treated a great number of people with different diseases like cancer who had been taking substances like hydromorphine for months. Also er hat eine ganze Menge Patienten behandelt und hat gesehen, dass zum Beispiel viele über Monate mit Hydromorphin behandelt worden sind. And after you use substances like this for any length of time, you are a full-blown drug addict. Und wenn man mit diesem Mittel behandelt wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass man nach einer gewissen Weile definitiv ein Drogenabhängiger ist. But with people, when they start taking the extracts, what happens usually within a week and a half to 2 weeks, they can come off all of these dangerous, addictive pharmaceuticals, and they go through practically no withdrawal symptoms. Also sie gehen nach 1,5 Wochen Einnahme von diesen Präparaten durchleben sie keine Entzugserscheinungen. Well, the world we live in today is basically drug addicted. Also im Prinzip ist die ganze Gesellschaft heute in der einen oder anderen Weise drogensüchtig. So we can bring many of these people back and make them productive citizens again. Man könnte die Leute alle zurückführen und wieder zu produktiven Bürgern machen. I know all of this is hard to believe, but really seeing is believing. Also es klingt alles schwer zu glauben, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann wird man es glauben. So when I do these lectures, I always tell the public, don't believe a thing I'm telling you. Also wenn er diese Vorträge hält, dann sagt er eigentlich allen Leuten immer, glaubt mir nicht, was ich sage. Simply go out and get about 30 grams of good high-quality bud. Follow the instructions on our website, phoenixtears.ca. Produce the extracts from that 30 gram, and you'll end up usually with 3 to 4 grams of this high-quality oil. Also gehen Sie einfach her, holen sich 30 Gramm von den Blüten, wie er sie beschrieben hat, kochen Sie gehen Sie mit Lösungsmitteln dran und extrahieren Sie den Harz und dann werden Sie diese 3-4 Gramm Öl erhalten und die sollen Sie anwenden. Then take the oil you've produced and find somebody with a diabetic ulcer, or skin cancer, or a 3rd-degree burn, or psoriasis, and then apply the oil and put a bandage on. Also wenn Sie dieses Öl haben, gehen Sie her und suchen jemanden mit einem diabetischen Geschwür, mit Krebs oder einer dieser schwierigen Krankheitserscheinungen und behandeln Sie den Patienten mit den 3 bis 4 Gramm. Change the bandage about every 3 days and apply fresh oil and watch what happens. Prove it to yourself. Wenn zum Beispiel eine Hautkrebserkrankung einfach mit einer Bandage, die 3 bis 4 Tage aufliegen bleibt, behandelt wird, schauen Sie einfach mal nach, wie dann die Haut aussieht nach 3 bis 4 Tagen. Nehmen Sie das Pflaster ab und gucken sich an, was da noch ist. Now, years ago, I had this head injury, and it helped me a great deal with that. And I also was suffering with skin cancer myself. Er hatte vor vielen Jahren eine ganz schwere Kopfverletzung und außerdem hat er auch selber leider Hautkrebs gehabt. And since I was ingesting these extracts for my head injury, I knew that they were harmless.
Als er die Extrakte eingenommen hat, erstmal gegen seine Kopfbeschwerden, wusste er, dass dieses Medikament voll und ganz harmlos ist. So I wondered, since it cured my own cancer on the outside, I thought, well, what would it do on the inside? Dann hat er damit seinen Hautkrebs geheilt innerhalb dieser wenigen Tage. Und dann hat er überlegt, was würde das eigentlich für einen Unterschied machen, wenn ich es jetzt einnehme als Extrakt in der hohen Dichte. So when I started giving this to cancer patients, it was truly amazing, the results that I was witnessing. Als er halt vor allem die Krebspatientenrate betrachtet hat, die er behandelt hat, war er selber sehr überrascht über all das, was er gesehen hat. My mistake was that I still had some trust in the medical system, and I thought that the Canadian government would do the right thing. If there was a cure for cancer, surely to God they would be using it. Also er hatte damals eigentlich noch eine Basisvertrauen in das System und er dachte, wenn er der kanadischen Regierung einfach mal mitteilt, was er da alles gesehen hat, dass sie ganz bestimmt begeistert reagieren. But unfortunately, this was not the case. And they all stood against it. Aber unglücklicherweise war das ganz und gar nicht der Fall, sondern die haben sich alle dagegen aufgestellt. See, the problem is they don't want us to have the ability to heal ourselves. They want us to remain slaves to this medical system that does not work. Also der Punkt ist, die wollen definitiv nicht zulassen, dass wir uns selber heilen und helfen, sondern sie wollen uns weiter dieser pharmazeutischen und diesem operierenden Gesundheitssystem als Sklaven ausliefern. What really amazes me is the fact that they were able to outlaw this plant in the first place. Also was ihn völlig verblüfft hat, ist, wie es überhaupt erklärlich ist, dass ihnen gelungen ist, ursprünglich überhaupt diese Pflanze zu kriminalisieren. Throughout history, this plant, it was an essential part of our existence for thousands of years. Also im Wesentlichen war diese Pflanze ein essentieller Bestandteil unserer Gesundheit und unserer Existenz über mehrere tausend Jahre. And then suddenly they renamed cannabis marijuana and outlaw it, and everybody runs and hides in a corner because, we don't want to break the law. Also dann nennen sie plötzlich Hanf Cannabis und machen daraus ein Spukgespenst und alle verstecken sich und sagen, okay, ich möchte auch nicht das Gesetz verletzen, ich habe Angst. When you're dealing with a law that is not real, why should we follow it? And why should we allow our governments to continue to enforce it? Wenn ein Gesetz überhaupt keine reale Grundlage hat, warum akzeptieren wir das und bekämpfen nicht diesen Status? To me, it's just common sense. And as far as I'm concerned, we all have the right to freely grow this plant and use it for medicinal purposes. And no one has a right to tell us we can't. Für meine Begriffe entspricht es einfach nur dem gesunden Menschenverstand, dass wir alle das Recht haben, diese Pflanze selber anzubauen und uns selber zu heilen. So that's really what it's all about. It's just a natural right. And right in the Christian Bible, it states that we as humans have this right. Das steht auch schon in der Bibel, dass die Menschen genau dieses Recht haben. So who cares about these ridiculous restrictions? I mean, I treated police officers and their families too, back when I was producing these extracts. Also als er noch diese Extrakte hergestellt hat, hat er auch durchaus Konflikte mit der Polizei gehabt. Entschuldigung? What did you say? Can you repeat the last sentence, please? They say I misinterpreted. Just repeated what you had with. You said the police was. Yeah, well, I treated police officers. You treated. I didn't understand that. Also er hat sogar Polizisten behandelt, als er damals den Hanfanbau und die Extraktherstellung betrieben hat in Kanada. And believe me, when they knocked on my door, their whole attitude had changed. Und als sie an seine Tür geklopft haben, hat deren gesamte Haltung sich völlig gewandelt. When it was their life or the life of one of their loved ones on the line, the police were more than happy to take these extracts and use them.
Also in dem Moment, wo sie diese Extrakte plötzlich nutzen konnten, waren sie mehr als glücklich, wenn sie sich oder ihre Geliebten oder Anverwandten hätten damit behandeln konnten. Ne? You know, it amazes me the power of propaganda. Also die Macht, die Propaganda hat, beeindruckt ihn immer wieder. I believe wasn't it Joseph Goebbels that said, all you have to do is tell the public the big lie long enough, and finally that big lie becomes the truth? Also erinnern wir uns sicherlich auch daran, dass Joseph Goebbels mal die Position vertreten hat, dass wenn man der Öffentlichkeit nur oft genug eine Lüge gegenüber wiederholt und auf die einhämmert, dann wird diese Lüge zur Wahrheit. Well, that's what's happened in the case of cannabis. And I'm here to tell you that it is all a big lie. Und das ist genau, was stattgefunden hat im Kontext von Cannabis, und das ist alles beruhend auf einer absolut fundamentalen Lüge. And in reality, cannabis is the most useful plant we have on this earth. In Wahrheit ist Cannabis die nützlichste Pflanze, die wir auf der ganzen Erde haben. We need to get together, you know, as one and demand our natural rights. You know, tell your friends and like-minded individuals, people who are open to new knowledge. Also wir müssen uns einfach vereinigen und alle uns untereinander informieren und ansprechen und zusammenstehen und dieses neue Wissen miteinander teilen. I mean, it's up to us. We have to wake the masses up everywhere. You know, their lives right now are in danger. And this is the only solution I know that we can save ourselves and save this earth. Es liegt jetzt in unserer Hand, weil unser aller Leben ist in Gefahr und Wissen ist Verantwortung, und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Welt zu retten. Okay, now last year I was in India for 5 months, and we made some extracts in India. Also wir waren, letztes Jahr war er in Indien und hat dort einige Öle hergestellt. We had very poor material to work with, and unfortunately, I think the rice cooker I used was about 20 years old. Ja, leider hatten sie ganz schlechte Materialien zur Hand, und der Reiskocher war circa 20 Jahre alt, den sie verwenden mussten. So we'll play that video now, and it's been translated into German text, so you can read it. And I just want you to see how simple this really all is. There's nothing to it. So we'll do the video right now, and then we'll be back right afterwards. Also jetzt zeigen wir das Video, was damals entstanden ist, also vor einem Jahr entstanden ist, und dass es wirklich eine ganz einfache Sache ist, dieses Öl herzustellen, und der Film hat Untertitel, deswegen kann den jeder verstehen, und danach sehen wir uns wieder. Thank you. Thank you. All right, we're back, I guess. So, hello, everyone. For the most part, the lecture I am about to present concerns the healing powers of extracts which can be produced from the cannabis hemp plant, a harmless and very useful farm crop which was illegally outlawed with the use of deceptions and lies during the early 1900s. To rectify this situation, I believe that it is essential for the public to understand why and how this all came about. Therefore, this lecture will be dedicated to exposing the truth concerning the reason we have all been deprived from the use of a plant which is actually so beneficial to our existence. I am here today to inform everyone possible about the greatest crime which has ever been committed against mankind. And sadly, this travesty has been perpetrated by the richest and most powerful among us, to ensure that we will continue to suffer and die under their domination, which has thus far enabled the rich elite to maintain control over human existence, so that they might profit and gain more power from our suffering and misery.
When one looks into this subject, it quickly becomes more than clear that throughout written history, we have never really grasped the meaning of what it truly is to be free, since it's a very well documented fact that for thousands of years we have always allowed ourselves to be controlled by the wants and needs of those who are rich and powerful, even when the destruction their actions were causing would be deemed to be needless and irrational by most of us who tend to think in a somewhat more sensible manner. Is this mic loud enough? Okay. Sorry. Testing. Yeah, okay, that's better. Okay. All right. If those in control of large industries actually had any real care or concern about the damage they are causing, our Earth would not have become so toxic that it now threatens our very survival. But unfortunately, this is now truly the case, even though all of this needless destruction could easily have been avoided with the use of common sense and a plant which I consider to be our greatest gift from nature. Instead, we have allowed those in positions of power to pollute our Earth with toxins and poisons produced from major industries under their control, which have a very detrimental effect on the health and well-being of us all, since we as humans are not designed to exist in the poisoned environment we have allowed the rich and powerful to create. The effects from all of these different toxins are now compromising the immune systems of people everywhere, and the number of those being diagnosed with diseases such as cancer are now escalating at a very alarming rate. How could we have prevented this from taking place? The answer is very simple, and it revolves around the proper use of the cannabis hemp plant to provide us with the essentials we require to exist and prosper. For in reality, practically everything we use in our day-to-day lives can be produced from the cannabis plant in an earth-friendly, non-toxic manner. The public needs to begin to understand that the cannabis hemp plant is actually man's best friend, and the only reason its free growing and use was ever made illegal was to satisfy the greed-based destructive plans the rich elite have forced upon us. The cannabis plant has never posed a danger to the public in any way, but its free use would have been a major threat to many huge and harmful industries controlled by the mega rich, the toxins from which are now increasing our death rates on a continuous basis. I really do not have the time here today to describe all the corruption that has taken place, which still prevents us from freely using this plant in any way we choose. But we must all come to realize that any laws or restrictions which were created with the use of lies and deceptions are by their very nature a crime against us all. Therefore, to enforce the natural right of everyone to employ the use of cannabis to help deal with their medical issues and to prevent further suffering, I am demanding that governments who have allowed themselves to be coerced into harming their citizens by enforcing false laws which in reality should not even exist, to immediately repeal all laws and restrictions they now have in place which prevents any of their citizens from freely using the cannabis plant to fulfill their medical requirements. No government or anyone else ever had the right to outlaw this plant's use in the first place, especially for medicinal purposes. So why should we allow this injustice to continue when there are currently so many in dire need of the life-saving medications this harmless healing plant can provide? There is also the issue of all the other benefits that the free use of cannabis can bring to our society, and the impact it would have in allowing us all to have a much better way of life. In reality, we as humans all have the natural right to freely grow and use this plant in any way which would be to our benefit, and no one actually has a legitimate right to interfere or prevent us from doing so. Throughout the last 5,000 years of documented medical use, cannabis has never harmed anyone,
and not one death has ever been recorded from its effects. Since this plant can produce medicinal extracts which are completely non-addictive and harmless in nature, and they also possess healing powers that are truly beyond compare, don't you think it's about time that those of us who wish to use this natural medication to cure or control our illnesses and to even prevent medical problems from occurring be granted our natural God-given right to do so? Governments of today often use terms like decriminalization and legalization as being their solution to enable the use of cannabis in medicine, in the hope of keeping the public confused and making it appear as if they are actually doing something to help their people. But in reality, both of these terms they are using still come with many restrictions and regulations, which in truth no government actually even has the right to enforce. This is nothing more than another deception which governments are choosing to use in the hope of misleading the public, and while doing so, make it sound as if their actions actually have at least some credibility. But these words that they are using are nothing more than a smokescreen, which governments are employing in the hope of maintaining their positions and still allow them to have control over the use of a plant which has never presented a danger to anyone. Do our present governments not know the meaning of the words harmless and non-addictive? And do they not understand the fact that a plant with these qualities actually requires no regulation of any kind? I really do not believe that this is the case, but it does highlight the fact that those in authority seem to be somewhat slow in accepting reality. Or perhaps unseen forces, such as big money interests, are the real reason that they are continuing to behave in this irrational manner. But by now, many of us have become aware that it was corrupted government officials in the past who actually committed this atrocity. And since there is overwhelming evidence to that effect, why are governments of today still rejecting the simple truth, when now they should be openly admitting that indeed this crime was committed? For at least then, what they are telling us would sound somewhat more rational. We all make mistakes, and mistakes can be forgiven. But if these governments try to allow this insanity to continue, with all the evidence which currently exists standing against them, I believe that they will discover that they have committed political suicide for refusing to react to the needs of their citizens. I think it's time for governments everywhere to finally come to the conclusion that the only way to appear legitimate in the eyes of the public is to freely admit that a great crime has been committed against their citizens. But now that those in authority have become aware of the horrible consequences to the health and well-being of their people which the restriction of cannabis has caused, all laws and regulations against the growing and use of the cannabis plant should no longer exist. The cannabis plant, with all the benefits it can bring to our civilization, truly belongs to us all. And if we finally unite as one and exercise our natural right as humans to freely grow and use this plant in any way we choose, who would dare to stand in our path? The only reason this deception has been allowed to continue on for so long concerns the fact that many of us still tend to believe much of the negative propaganda about cannabis which the rich elite and our governments have used to deceive us. But I think the time has come for the truth to finally be exposed, and I believe that we have all endured more than enough misinformation about this subject from our governments and their rich masters who stand in the shadows. So we must all begin to demand an explanation from our governments as to why they have been unwilling to represent us properly, for it has now become more than clear that they have not been working in the best interests of their people. In a situation like this, it can only be said that in reality, we actually do not have real governments at all. Instead, it appears that many countries are being ruled by huge corrupted bureaucracies, which often seem in many ways to be nothing more than vast criminal organizations which were designed to thrive on our pain and suffering.
Any government which refuses to act in the best interest of their people is actually in breach of trust and are obviously not doing the job for which they are being well paid to perform. I believe that governments of this nature should simply step aside, since every minute that they remain in power will only cause more pain and suffering to those who are currently ill. I'm not saying that we do not need governments, for without some type of organization of this nature, most countries would simply fall apart. But it is becoming more and more clear every day that what we actually require is simply honest individuals to represent us properly, who are willing to perform this task with an open book policy to the public. No more corruption, no more deceptions, and no more lies. Now I ask you, wouldn't this be much more in line with the needs of people everywhere? Thank you. To many, this may sound like an impossible dream, but thanks to the cannabis hemp plant, we are on the verge of a whole new day in medicine, and a much different and better way of life can now be obtained with the proper use of this plant. In reality, we now have all the knowledge we require to create a much more healthy and sustainable existence. So what is preventing us from doing so? At this very moment, all that is preventing this from taking place at a much more accelerated pace is simply government red tape, which was designed to deceive and confuse. But let's not ignore the role being played by all those who have a vested interest in keeping cannabis illegal or highly regulated to meet their own hidden agendas. So should all those who are currently ill continue to suffer on to ensure that the sick-minded agendas of a wealthy few who wish to make huge profits are accepted and given more importance by our governments than the health and well-being of their own citizens? I don't think so. And I do not believe that we should allow governments to continue to use excuses such as the agreements they have signed with the United Nations. For nonsense like this can no longer be accepted. In my opinion, the UN is controlled and corrupted to its very core. For if this was not so, then why would all of these well-educated, highly respected individuals who make up the United Nations go along with the outlawing and restriction of what is actually the most medicinal and otherwise useful plant on earth? All of this took place many decades ago, and since that time, the UN has come up with even more regulations against cannabis to suit the needs of their rich masters, who prefer to remain hidden behind walls of respectability, which were erected to prevent the public from seeing who is really in control. Since it has now become perfectly clear to me and many others that the UN is actually little more than an elaborate front, which was put in place and controlled to enable the rich elite to gain more power over people everywhere, I no longer have any respect at all for this organization, and I expect that there are countless others who actually feel no differently. But if anyone would like to question the statements I have made, simply look into who donated the 18 acres of extremely expensive land in the heart of New York City that the headquarters of the United Nations is located on. And then you should begin to realize exactly who is in control. The first responsibility of any government is the health and well-being of the people they are supposed to be serving. Agreements which have been signed with the United Nations or other organizations of this nature which prevent the free use of cannabis are just paper and ink that in reality have no right to even exist and should be entirely ignored. Most of us have come to realize the damage that money and power can cause if misused in illegal and harmful ways. But what often strikes me as being strange is the ease with which all these different governments were able to outlaw a plant which had been grown and used to our advantage since agriculture first began in ancient times. In fact, there is even strong evidence to suggest that cannabis could very well have been man's first cultivated crop.
So why did farmers not react when suddenly they were prohibited from utilizing a plant which had always been a staple of their existence? Most farmers who had grown and worked with cannabis must have realized that restricting the growing and use of what is probably the most useful plant on earth could only be regarded as being little more than insanity of the highest order. But since so few stood up to resist this atrocity, it appears that most people during the era in which this all took place simply turned their backs on reality and allowed their governments to impose these laws which actually have no validity or basis in fact to back them up. All this happened quite some time ago, but in this day and age, with all the positive evidence available which promotes this plant's free use, there is now no logical reason as to why we should continue to allow cannabis to remain prohibited any longer. We grew and used this plant for thousands of years with no regulations or laws of any kind to prevent us from doing so. And when we finally put cannabis to good medicinal use once more, we will find that most of our health problems and medical costs will simply disappear. And we will no longer be forced to use the dangerous and harmful medications and treatments which the pharmaceutical industry and our medical systems tend to employ. Of course, the big money interests which control the pharmaceutical industry, our mainstream media, and who also control most governments and practically everything else in our lives, will not be happy to see the days of domination over us come to an end. But if we are to progress as a species, this is what must take place. We can no longer allow our existence to be manipulated and ruled by individuals who have last names like Rothschild, Rockefeller, or Gates, etc. If you still have trouble accepting the fact that mega-rich individuals and families who possess great wealth are actually in control of most governments and just about everything else, I urge you to do a small amount of research to prove to yourself that what I am stating is more than true. Finding out for yourself is the best way for anyone to gain knowledge and determine what the truth really is. And once you take the time to perform this simple task, I believe that for the most part, you will then have to come to the realization that indeed our world is actually being controlled by very dark and sinister forces, which have bad intentions toward us all. But the free use of cannabis can bring an end to all the manipulation we have been forced to endure at the hands of the rich and powerful, and will allow us to put this world back on the right track. So I hope that you will join me and many others in this quest to awaken the masses, for the fate of your friends and loved ones now rests in your hands. If the changes which are needed are to come about, it will be ordinary people like us who will cause this to take place. Therefore, I am urging everyone who is aware of the danger we are in at present to band together and help bring an end to all this madness which has caused so much needless death and destruction, not only to the human race, but many other forms of life as well. Our children and coming generations need to exist in a much less toxic environment to remain healthy, and the extensive use of cannabis to fulfill our requirements is the only way to ensure that the human race will have a decent future. So let's finally band together and bring something about which will do the greatest good for mankind. And let us rid ourselves of all this corruption which has been preventing us from evolving into a way of life which would provide us with a much more sensible and sustainable existence. When we set the cannabis plant free once more, this in turn will bring much more freedom to us all. And I firmly believe that we as humans will then be able to evolve into something better than we currently are. Thank you very much. Yeah, I'll just get her to do it. Jetzt haben wir noch 15 Minuten, bevor Klaus Volker mal seinen Vortrag hat, um Fragen und Antworten. Ne?
got a mic? All right, we're going to get some time, so we're going to do some questions and answers. And I'm sure some of you folks do have questions. Eins, ja. Yes. Yes, you want the plant should be as dry as possible. Die Pflanze muss so trocken wie möglich sein. THC is supposed to be in the leaves too. Is that as well, Clive? Yes, there's cannabinoids in the leaves, but the greatest concentration of cannabinoids is in the bud material. Also auch in den Blättern sind Cannabinoide, aber die größte Konzentration liegt deutlich in der Blüteform. I would make extracts from leaves to treat skin conditions, but when you're treating internal cancers, that are serious, you want the extract from the bud. Für die ernsthaften inneren Erkrankungen muss man unbedingt die Cannabinoide und THC aus der Blüte nehmen, die Harze. Für äußere Probleme wie Hautprobleme, jede Form äußerer Anwendung reichen auch die Blätter, die Anwendung der Cannabinoide in den Blättern. Okay, other questions? A comment. Lass mich mal kurz übersetzen, damit das hört, ja? So she explains that actually there should be ach so, die Frage nochmal wiederholt. Also sie sagt, die Mutter Natur hat offensichtlich sich was dabei gedacht, die Pflanze in allen möglichen Klimazonen gedeihen zu lassen. Und sie hat gerade darüber berichtet, dass hier in der Gegend eine ganze Menge Straßen und Gassen tatsächlich nach Hanfsorten benannt worden sind. Ehemaligen was? Darauf hinweisen, dass früher in dieser Region Hanf angebaut wurde. So she makes a comment about the fact that really in this area they find a lot of small streets and even little communities who still carry names that more often than in ancient times. Yes. Hemp has been great here that Mother Nature actually conveys a message by basically let it thrive in any kind of climatical belt or around the globe. Yeah, well, I mean, cannabis was grown all over the world. And many of these European countries, the history of the growing and use of this plant goes back thousands and thousands of years. Also bestätigt auch, also die Pflanze hat es weltweit immer gegeben und über tausende von Jahren gibt es Hinweise auf Nutzungsformen dieser Pflanze. Also im gesundheitlichen, as well as health issue. Ne? The use has been proven to be in health issue, in health terms too. Yeah. Applied in that way. Question. So she would love to expand, sie wollte darauf hinweisen oder gerne ein paar Sätze von Rick hören, wie man diese Pflanze auch außerhalb dieser medizinischen Nutzungsform sinnvoll einsetzt. So she would like you to expand on the question how the other types of use could be specified apart from the pure medical sense. Well, it's basically endless. I mean, it's like I said, everything we use in our day-to-day lives, our furniture, our cars, our homes, everything can be produced from cannabis. Also tatsächlich kennt Clothing, Cannabis unglaublich viele Einsatzformen, also sowohl für die Autoindustrie oder für Autos, also für die Mobilität, für die Kleidung, für Möbelproduktion, also aus Hanf kann man alle möglichen Kunststoffe, also Ersatzstoffe, die dann aber eine Naturproduktbasis halten.
Yes? Kann man die Qualität vom Öl unterscheiden? Aha, ja. Er möchte wissen, wie man die Qualität des Öls, den THC-Wert genau definieren kann oder unterscheiden kann, wie man die Qualität präzise bezeichnen kann. Welches ist hochwertig, wenn man es kauft. So that's an issue. He says, if you purchase the oil, which is a condition he is making, how can you exactly distinguish the quality of the oil? You really can't. You would have to take it to a lab and have a lab do the test to determine the cannabinoid levels. That's the only way you would know. Plus, purchase is a problem. How would you purchase? You can purchase cannabis oil, but not Rick Simpson oil. No? Well, I mean, there's many people saying that they're producing my oils, but they're not. You know, in most cases, and you know, I have to tell many people that contact me. You know, they'll say, I bought your oil from someone, and it's not my oil, and it wasn't produced properly. Also, ganz wichtig, was? Also, er weist jetzt erstmal mal ganz wichtig darauf hin, dass dieses Öl, von dem beansprucht wird, dass es Rick Simpson Öl ist und ab und zu angeboten wird, definitiv nicht von ihm stammt. Jetzt kommt die Frage, wie können wir dann Öl in dieser Form kaufen? So he again extends the question to whether how to be able to somehow purchase your oil. Well, the best thing to do is really grow your own plants. You know, if you have to, I mean, if it's an emergency, go to a local dealer or, you know, illegal grower and purchase the cannabis you need from them. That's the only way to go. But just make sure it's the right, you know, the indica varieties. Also man muss nur unbedingt, wenn man das Öl versucht selber herzustellen, auf die Indica-Sortenbestimmung bei denjenigen, die das möglicherweise auch illegal züchten, aber man muss einfach einen Züchter finden und sich dann auf die Sorte konzentrieren. Sorry. Can we mount his website? Also you should mount your website or just specify the website one more time. Just Phoenix Tears. Phoenix Tears, also Phoenix.tears.com. .ca für Kanada. Oh, Er fragt, ob Rauchen von der Cannabis irgendwelche Gesundheitseffekte positiver Art hat. Definitely. The smoking aspect does have it definitely has medicinal benefits. They actually say that people who smoke cannabis on average live about 6 years longer than those who don't. And you have much less chance of coming down with lung cancer. Also es gibt ganz offensichtlich gute Hinweise darauf, dass das Rauchen von Cannabis sehr durchaus hilfreich ist für die Gesundheit. Also man sagt, Leute leben bis zu 6 Jahren länger, plus dass sich positiv gegen Lungenkrebs auswirkt. So as far as I'm concerned, smoking cannabis is definitely the least medicinal way to use the plant, but it is still medicinal. Also wenn es seiner Auffassung nach ist dieses Rauchen von Cannabis durchaus von medizinischer Qualität, nur ist es die geringste Ausbeute, die man quasi mit Cannabis dann machen kann, indem man es nur raucht. Ne? Ja. Er sagt, er kann die Frage hier vorne, wie man Öl kriegt, beantworten. Er weist auf Moringa-VIP-Produkt hin. Das ist eine Mixtur aus Moringa und Cannabisöl. In Österreich bestellbar. So he mentions that there's a mixture of moringa and cannabis available in Austria. It wouldn't be so cheap, but possible to order in Austria and should be a
für diesen Mixture? Well, there's no, I mean, cannabis can be mixed with olive oil, several different, coconut oil, moringa. There's all kinds of different substances it can be mixed with. But when you, as far as I'm concerned, when you mix these substances with the cannabis extract, you're producing a watered down form of this medicine. Ja, das ist, Oh. Also ich möchte mal kurz übersetzen. Er sagt, dass in seiner Meinung nach, egal wie man jetzt, ob es mit Olivenöl oder mit Kokosnussöl oder auch mit Moringa-Extrakten vermischt wird, egal welche Form von Mischung dieses essentielle Öl erfährt, wird immer zu einer Verdünnung des Konzentrats führen. Insofern in dieser spezifischen Form dann nicht die Wirkung haben. Aber er sagt, es gibt aber auch einen hochinteressanten Aspekt, dass dieses Produkt in Österreich offiziell erlaubt ist und überhaupt keine Restriktionen ausgesetzt ist. We have two here. We'll do him first, and then we'll come to you here. Just 1 minute. Two questions, yeah? You can keep it forever. Also die Haltbarkeitsdauer ist unbegrenzt. As long as the extract is stored in a cool, dry place, and where air can't get to it. Well, the air can't get into the extract anyway. So if you put it in a bottle, say in your basement, I think if you opened that bottle up 100 years from now, it would still knock you on your ass. Also da dieses Öl eben als Öl sowieso nicht das Eindringen von Luft zulässt, wegen der Ölsubstanz kann man das also bis zu, man es kühl und dunkel im Keller lagert, dann hält das 100 Jahre lang. This lady here had a question. Ja. I wish there was, dear, but unfortunately it's illegal in Croatia. I'm hoping to get involved very soon with a big project, and we're going to start bringing out the real Rick Simpson oil. But right now, it's... Ja. Die Aktivität ist im Moment vor allem in Kroatien und da hofft er mit einem größeren Projekt dann irgendwie was produzieren zu können, aber gegenwärtig ist es einfach illegal, aber da sind also Prozesse im Gange, die Hoffnung verbreiten auf jeden Fall. Rick, would you recommend any alternative to your oil? Well, I mean, I'm a big believer too in baking soda. This Dr. Simoncini in Italy, he was treating people quite effectively with baking soda. You know, I mean, there's other natural things you can do along with the extract, but I don't know of any medication that is so effective in the treatment of practically all diseases. Also glaubt sehr auch an Natron, also an dieses Kaisernatron, wie wir es kennen, und dass es eine sehr, sehr umfangreiche Heilwirkung hat, aber letztendlich ist es dann etwas, wo man selber gucken muss, wie man seinen Vorgang also befördert, mit Naturprodukten sich zu unterstützen. Kroatien, ja. Sorry, wir müssen auch mal darauf hinweisen, also es gibt natürlich noch haufenweise Fragen, das ist ja klar bei so einer Möglichkeit. Da vorne an dem Büchertisch ist das Buch auf Deutsch, ganz frisch übersetzt von der Sabine Glocker im Hesper Verlag übersetzt worden. Mit der Monika Grüterdorf zusammen. Ja. Weil also, da steht die Internetseite drin, da steht die Zubereitung drin, was man darf, was man nicht darf, da steht daher alles drin. Ja, also besorgt euch das Buch. Unbedingt. Ja, das Buch ist da hinten zu kriegen, also ich war begeistert bei der Übersetzung. I'm going to get a cup, I guess we're done, so I'm going to get a cup of coffee, and then I'll go into the other room. And if anyone would like to have questions, then just come in and talk to me there. Bietet jetzt an, hinten in dem Raum sich zum Gespräch noch zur Verfügung. Er trinkt jetzt einen Kaffee erst und dann gehen wir rüber und ich helfe und bin dann dabei und werde helfen, dass wir uns verständigen. Er wird dann noch Fragen beantworten. Okay. Thank you very much, everyone. Wake up inside and free your mind. Inspired by the me and the you. True information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who?
knows. As far as I'm concerned, man's future revolves around the use of this plant. Soweit es ihn betrifft, sagt er, dass die Zukunft der Menschheit sich tatsächlich um diese Pflanze dreht. Now, I'll try to explain a bit more so people will gain some more knowledge about this plant. Er möchte jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, damit wir hier alle noch ein bisschen mehr Wissen über diese Pflanze bekommen. All right, these are, there's three main varieties. There's sativas, indicas, and ruderalis. Also es gibt 3 verschiedene Stämme, das sind die Sativa, die Indica und die Ruderalis Pflanzenstämme. But ruderalis is more of an industrial, like Russian ditchweed. Also die Ruderalis ist mehr eine industriell genutzte Pflanze und wird ein bisschen als Unkraut verstanden. And these 2 strains here, the indicas and sativas, that's what I recommend for medicinal use. Also für den medizinischen Nutzen empfiehlt Rick insbesondere die Indica und die Sativa-Stämme. Now, years ago, it was easy to tell an indica from a sativa. Früher konnte man ausgezeichnet Indica von Sativa unterscheiden. You know, you can see like the width of the leaves. The indicas the fan leaves are much shorter and much wider. That's a sign of a pure indica. Also hier haben wir im Prinzip einen Schattenriss von einer wirklich typischen Indica-Pflanze, die etwas weiter ausgestellte Blätter hat und insgesamt einen kräftigeren Körper. And when you get fan leaves that are long and thin like this, that's a sign that it's a sativa. Also die Sativa zeichnet das langgestreckte und filigranere Blatt aus. Now, both of these strains, or these types of cannabis, do have medicinal uses. Beide dieser Stämme haben tatsächlich medizinische Nutzungsformen. But for the most part, I concentrate on the indica strains. Aber Rick konzentriert sich deutlich auf die Indica-Sorte. See, the indica strains, when you produce an extract, it promotes sleep and rest. Also das Extrakt einer Indica-Pflanze fördert extrem Ruhe und Fähigkeit zu schlafen. And sleep and rest are a very important part of the healing process. Ruhe und Schlaf sind ein zentraler Aspekt des körpereigenen Heilungsprozesses. Now, sativas will also produce a healing extract. Okay, go ahead. Auch Sativa haben Heilcharakteristik. But sativas can be very, very energizing. Aber Sativas machen sehr energetisch aktiv, im Sinne auch von unruhig. So therefore, it really has the wrong effect for healing if you have someone with, say, terminal cancer, you do not want them energized. Also das ist absolut kontraproduktiv für jemanden, der sich mit, sagen wir mal, Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium zu behandeln hat. Für den ist das ausgesprochen nachteilig, diesen Effekt auszuhalten. Now, a sativa extract would work fine to treat skin conditions or other external conditions like skin cancer, third-degree burns, any problems like that you can treat externally. Alles, was man äußerlich anbringen kann, kann man durchaus mit Sativa-Pflanzen behandeln. Also insbesondere Hautprobleme und alles, was eben nicht notwendig durch den Verdauungstrakt gehen muss. But for internal use, the name of the game is the extracts produced from the indica varieties. Aber die Indica-Sorten, die sind diejenigen, die man wählen soll bei allem, was man behandelt durch eingenommene Medikamente, die oral oder wie auch immer eingenommen. Es gibt ja auch anale Einnahmeformen. After a person, like when I used to produce these extracts, after a person took a dose, about 45 minutes later, they would get a smile on their face. Wenn also eine Dosis seinen Patienten, wie man in dem Bild hier sehen kann, sind diese Ölkatastrophen extrem schädlich für die ganze Erde. And that event, like Fukushima up there in the corner, I mean, that event should have never happened.
Also in der oberen linken Seite sehen wir eine Abbildung zu Fukushima und das ist ein Zwischenfall, der niemals hätte passieren dürfen. Do we really need do we really need to harness the power of the atom to boil water? Brauchen wir tatsächlich Atomkraft, um Wasser zu kochen? Because that's all we're really doing. Das ist nämlich tatsächlich das, was passiert bei dieser Sorte Energienutzung. And the other thing is, when you look at like disasters like Fukushima, Und wenn man sich jetzt diese Katastrophe in Fukushima anschaut, why would anyone in their right mind put nuclear power plants next to the ocean in an area that is known to have earthquakes and tidal waves? Wie kann man nur so wahnsinnig sein und eine Atomkraftanlage nahe an der See, also am Ufer des Meeres setzen, die obendrein wirklich erdbebengefährdete Zone bildet? Das ist der schlichte Wahnsinn. If we use the cannabis plant properly, it can provide all our energy needs. Wenn man die Cannabispflanze vernünftig nutzen würde, würde die auch schon all unsere Energiebedürfnisse befriedigen. Now today with these new enzyme processes they have, Dann gibt es diese neuen enzymatischen Modifikationsprozesse. one little acre of hemp, just one small acre, that's less than a half a hectare, Nur ein Morgenland, das ist weniger als 1 Hektar mit Cannabis, can produce about 1,800 gallons of ethanol. kann 1800 Gallonen, wie viel mal 4 muss man rechnen, Ethanol herstellen. That's enough fuel to run your car, heat your home, and you'd still have a few hundred gallons left that you could. Wake up inside and free your mind. Inspired by the me and the you. True information. Tom who knows. Well, welcome everyone. And today we're going to talk about our old friend, the cannabis hemp plant. Heute sprechen wir über unseren alten Freund, die Cannabis-Hanfpflanze. Now, at present, the world we're living in is becoming more and more toxic every day. Die Welt, in der wir heute leben, wird immer toxischer, immer vergifteter. And this is being caused by events like Fukushima, the Gulf oil spill, and many of these toxic industries that exist worldwide. Und das Ganze haben wir zum Beispiel Fukushima und Ölkatastrophen weltweit durch die Großindustrie zu verdanken. Now this is causing a great deal of damage to our planet, and it's also causing a great deal of damage to us. Also das schadet natürlich nicht nur dem Planeten, sondern insbesondere fügt es uns großen Schaden zu. We as humans are not designed to live in a toxic environment. Wir sind als Menschen wirklich nicht dazu geschaffen, in einer vergifteten Umwelt zu leben. And these industries are causing more and more suffering and death every day. Und diese Industrien, die verursachen immer mehr Leiden und Todesfälle jeden Tag. And as if that isn't all bad enough, Und wenn er nicht noch schon schlimm genug wäre, we have to deal with such things as chemtrails and genetic modification. außerdem müssen wir uns noch mit Chemtrails und genetischer Manipulation herumschlagen. It looks to me like they're doing everything possible to try to destroy our health. Es sieht ganz danach aus, als würden wir alles nur Mögliche tun, damit wir unsere Gesundheit zerstören können. And not to mention all the damage it's causing to other species. As you can see in this picture, well, it's not too clear, but the damage from the Gulf oil spill and events like that, it does a great deal of damage to nature. Also der Schaden wird ja nicht nur unserer, sondern auch anderen Spezies zugefügt. Und Cell. dann kann man also seinen Haushalt damit energetisch versorgen und man hat immer noch eine Menge über, um es zu verkaufen. We could all be energy independent. Wir können alle völlig energieautark sein. And the nutritional value of these wonderful seeds, the hemp seed, that can put an end to starvation worldwide. Außerdem ist noch der extreme Nährwert zu betrachten von Hanfsamen, der könnte die gesamte Hungersnot weltweit beenden. The uses of this plant now are
basically limitless. Also die Nutzungsformen von Hanf sind im Wesentlichen völlig grenzenlos. Practically everything we use in our day-to-day lives can be produced from durable, long-lasting hemp in an earth-friendly, non-toxic manner. Im Prinzip ist alles das, was wir brauchen, von der nachhaltigen Nutzung von Hanf herstellbar, und zwar, wenn man es in einer vernünftigen Art und Weise herstellt. This wonderful plant can detoxify our earth, and it can give the human race a decent future. Diese Pflanze kann sogar den Boden entgiften und unserer Erde eine vernünftige Zukunft verschaffen. Now, anyone here who's familiar with the history of this plant knows that basically cannabis has always been recognized to be man's oldest known and safest medication. Jeder, der sich mal ein bisschen mit Hanf beschäftigt hat, von uns, die hier sitzen, hat wahrscheinlich sogar eine Vorstellung davon, dass Hanf in Wirklichkeit die älteste und zuverlässigste und hilfreichste Pflanze, die der Menschheit bekannt ist, darstellt und immer schon genutzt wurde. And for the most part, I concentrate on the medical end of this. Und Rick konzentriert sich vor allem auf die medizinische Nutzung, die Heilnutzung von Hanf. But if we use this plant properly, it will not only heal us, but it can solve practically all the problems we face today. Wenn wir diese Pflanze vernünftig nutzen, kann die praktisch alle Probleme lösen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. So as far